Hi ihr Lieben, ich wollte euch heute mal ein cooles Riff zeigen. Und zwar habe ich das neulich gehört auf dem neuen Album der Band Mammoth. Das heißt The End. Und Mammoth sagt euch vielleicht erstmal nichts, aber der Typ, der da alles macht und vor allem auch Gitarre spielt, ist der Sohn von Eddie Van Halen, der Wolfgang Van Halen. Und allein daher habt ihr den vielleicht schon mal gehört. Er tappt auch sehr, sehr gerne, aber damit hat das Riff hier gar nichts zu tun, sondern es ist eher so, dass das erzählt er auch im Interview mit Rick Beato, dass er eigentlich von den Drums kommt. Also der hat als Drummer angefangen, irgendwie mit 9 Jahren und man merkt es unheimlich in diesem Riff vor allem, mit diesem Slapping, was eigentlich eher so ein Basspart ist. Hat er auch eher als Basspart gedacht, aber sein Producer meinte dann, ey, das klingt so cool, mach das mal als Gitarrenriff. Später im Song kommt es dann auch als Bassriff. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal, wie dieses Riff funktioniert. Man kann da unheimlich viel auch über Percussion-Gitarre lernen. Zunächst mal muss man wissen, dass man das Ganze im Prinzip, wie gesagt, wie ein Drumset denken muss. Das heißt, es gibt ja beim Drumset gibt's ja verschiedene Trommeln, also die Bassdrum, die tiefe, boom, boom. Dann gibt es die Snare, tschak, die hohe, und da gibt es die Hi-Hat, die halt immer so ein bisschen mitläuft, die pf, pf, pf. Und so ein bisschen so denke ich dann auch, oder hat er auch gedacht, wenn er so Gitarre spielt. Also erstmal haben wir den Daumen. Ich nenne das jetzt mal Thumb, weil es einfach nur eine Silbe hat und es einfacher zu sagen ist. Das ist im Prinzip die Bassdrum. Also es geht dann so. So eine klassische Bass-Slap-Technik. Ich glaube, manche slappen auch so von unten lieber. Ich slap immer so ein bisschen eher von oben. Das könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. Und dann gibt es die Mute. Das ist einfach nur diese Bewegung. Und da hätten wir im Prinzip auch schon die ersten 3 Parts davon. Das wäre einmal Thumb, dann kommt Mute und dann kommt nochmal Thumb, aber auf das Gemutete. Das erste war ja offen. Also man muss ein bisschen aufpassen, wo man da genau hinhaut. Ich hau hier ganz gerne also relativ nah an den Hals eigentlich, weil ich da das Gefühl habe, dass ich es ein bisschen perkussiver halten kann. Und jetzt kommen 2 Harmonics. Die kommen einmal hier auf dem 7. Bund von der A-Seite und einmal auch auf dem 7. Bund. Deswegen kann man den ersten Finger da schon liegen lassen. Auf den 7. Bund von der D-Seite. Von der G-Seite, sorry. Das heißt, das Riff geht ganz langsam so. Ne? Und so weiter. Das muss man ganz, ganz langsam üben. Ich zeige euch jetzt mal die einzelnen Schritte. Also wir hatten ja schon die 3. Thumb, Mute, Thumb. Dann kommt die erste Harmonik. Harmonik, Mute. Dann wieder Thumb. Dann wieder Harmonik. Und dann nochmal Mute. Also. Das muss man halt ewig lang üben. Ich habe gestern irgendwie die ganze Zeit so ein Video geguckt und habe dann die ganze Zeit da so gesessen und so weiter, bis das halt mal irgendwann drin ist. Man muss das unheimlich langsam einfach anfangen und dann ja langsam steigern. Irgendwann merkt man so, okay, ich weiß jetzt genau, was ich wann tun muss. Und es ist unheimlich wichtig, dass man es ganz, ganz sauber macht. Das ist ganz fies, das Riff, wenn man da irgendwas verhuddelt ein bisschen, dann klingt es auch sehr schnell verhuddelt. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich das schon super spielen kann. Ich dachte einfach nur, bevor die Haut von meinem Mittelfinger, der immer die Harmonik zupft, reißt, weil der ja von der rechten Hand nicht so
geübt ist, mache ich euch lieber schnell gleich ein Video, sonst kann ich irgendwie in den nächsten Tagen nicht spielen, wenn ich es jetzt noch 2 Stunden übe. Ja, worauf muss man achten? Also erstmal muss man diese Harmonik ganz gut treffen. Also es müssen genau die sein. Dann darf man die D-Seite nicht treffen. Man sieht im Video, dass er irgendwie die D-Seite so ein bisschen abgeklebt hat, tatsächlich. Und man muss eben darauf achten, dass man hier auch, also was ich ziemlich knifflig fand, den zweiten Thumb, der muss drauf sein, wenn es gemutet ist. Also der Unterschied ist, und der muss auch relativ kräftig kommen. Also alle Schläge müssen ganz klar artikuliert sein, wie wenn man Drums spielen würde. Also. Und ich habe mich so ein bisschen durch das Riff einfach durchgewühlt. Also ich habe, wie gesagt, angefangen erst mal mit dem hier. Ist erstmal nicht schlimm, dass es auch langsam nicht so cool klingt. Es geht darum, einfach diese Bewegung reinzukriegen. Dann ein Stückchen weiter. So. Und dann immer Stückchen für Stückchen weiter, bis man irgendwann dieses Original-Riff einfach komplett dann hat. Und ich habe jetzt auch nicht ganz von null angefangen. Ich habe schon Percussion-Gitarre schon mal gemacht. Aber hier ist es jetzt auch ein bisschen kompliziert, genau mit diesem Gain dann auch ein bisschen umzugehen. Deswegen ist da jetzt auch nicht wahnsinnig viel Gain drauf auf dem Sound. Das würde sonst alles, also sonst entstehen ja nur noch Obertöne und es würde irgendwie alles total verwaschen. Und es soll ein bisschen so definiert klingen. Ich habe da möglichst original auf dem FM3 jetzt so ein EVH 5150, also quasi den Van Halen Amp mit der Van Halen Box dazu genommen. Sonst ist da eigentlich gar nichts drauf auf dem Sound. Und da habe ich noch ein bisschen einen OCD drauf. Okay, hatte ich, glaube ich, vorhin anders. Aber so funktioniert es auf jeden Fall auch. Nicht zu viel Gain, aber auch nicht zu wenig. Und wie gesagt, darauf achten, dass ihr alle Schläge richtig artikuliert. Und dann kann der Sache eigentlich nichts mehr im Weg stehen. Und das Riff macht einfach ultra viel Spaß. Es ist halt auch so ein bisschen so ein Party-Trick-Riff, ne? Aber ja, was soll's, macht super Spaß. Und Mammoth allgemein mal auschecken, ist eine super coole Band. Ich hoffe mal, die kommen mal irgendwann kommen mal wieder nach Deutschland auf Tour. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und mit der kleinen Lesson beim Üben geht nicht zu schnell voran, sondern seid da ordentlich. Ja, da lohnt es sich auf jeden Fall, ein bisschen Arbeit reinzustecken. Genau, ich hoffe, ihr hattet Spaß und danke fürs Zuschauen und ciao.